Legasthenie ist eine spezifische Lernstörung und zwar im Bereich des Schriftspracherwerbs. Das heißt, was schwierig ist, ist das Lesen und Schreiben lernen. Unsere Wissenschaftler haben sich die allgemeinen Produkte für Legasthenie und Rechenschwäche angeguckt. Und dabei ist aufgefallen, dass es zum einen Sachen gibt, die sind sehr spielerisch und motivierend, aber da ist dann die wissenschaftliche Grundlage nicht so gut. Dann gibt es Lernprogramme, da ist die wissenschaftliche Grundlage richtig in Ordnung, aber die sind nicht motivierend genug. Und das, was wir eben hier versuchen, ist, beide Welten zusammenzubringen und ein Produkt zu machen, das spielerisch ist, motivierend und auch eine richtig solide wissenschaftliche Grundlage hat. Wenn ich ein Kind habe, was in Mathe Probleme hat in der Schule, dann ist es sehr ähnlich zu einem Kind, was im Lesen, Rechtschreiben Probleme hat in der Schule. Da wir ja bereits ein Mathe-Trainingsprogramm entwickelt haben, können wir auf 5 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Wir bringen die Ergebnisse aus der Wissenschaft direkt ins Kinderzimmer, auf das Tablet. Da ist der Drache. Er schläft. Da, um seinen Hals, das Amulett. Und da ist noch etwas. Los, holen wir es uns. Wir wissen aus der Lernforschung, dass es ganz besonders wichtig ist, die Kinder zu motivieren. Und wie gelingt Motivieren an einem Lerngegenstand, den die Kinder primär erstmal nicht mögen? Das heißt, sehr gut geeignet sind alle die Verfahren, wo die Kinder vielleicht auch mit spielerischen Methoden an den Lerngegenstand herangeführt werden und verstärkt werden. Wie können wir das erreichen, dass die Kinder Spaß dabei haben, auch lesen und rechtschreiben zu lernen? Da haben wir zum einen eine spannende Story um einen Prinzen und eine Prinzessin, die das Land Thalasia retten. Zum anderen haben wir auch darauf geachtet, dass das, was sie sehen, genau das ist, was sie kennen. Also wir holen die Kinder genau da ab, wo sie sind. Das heißt, die kennen den Stil von Trickfilmen und von Comics. Und genauso sieht auch unsere Welt aus. Endlich holt mich jemand hier raus. Wo hörst du das? In Abend. Am Anfang oder am Ende? Das Training an sich hat den Vorteil, dass wir genau auf das Kind eingehen können. Das heißt, wir können Geschwindigkeiten messen, wir können Geschwindigkeiten verschnellern, wenn ein Kind etwas eben richtig macht oder langsamer werden, wenn wir merken, das Kind hat jetzt hier Nachholbedarf. Das ist natürlich ein enormer Vorteil dann von Online-Möglichkeiten, die individuell dann auf die Lernfortschritte der Kinder reagieren. Die Wissenschaftler nennen das adaptiv. Das heißt, es ist angepasst individuell an das Kind, damit eben die Kinder an ihrer Leistungsgrenze trainieren, nicht überfordert oder unterfordert sind. Man muss aber sicher auch sagen, dass es dann auch wieder vom Schweregrad abhängig ist, ob so ein Programm reicht oder ob ein Kind dann auch noch individuelle Förderung braucht, weil es natürlich bestimmte Bereiche gibt, die man mit einem Computerprogramm schlecht trainieren kann. Das, was aber unser Training immer leisten kann, ist den Stoff zu festigen und das Kind wirklich dabei zu behalten, jeden Tag dieses Training zu machen, weil es einfach Spaß macht und eben halt das Gelernte damit wirklich verinnerlicht. Wir entwickeln gerade ein revolutionäres neues Lese- und Rechtschreibprogramm. Und damit es Wirklichkeit werden kann, brauchen wir die Hilfe der Eltern. Deshalb laden wir dich ein, uns eine E-Mail zu schreiben, uns zu kontaktieren und Teil des Entwicklungsteams zu werden.